Welches Niveau hast du jetzt? B1, B2 oder vielleicht C1? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Heute machen wir wieder einen Vokabeltest. Wir testen wieder, ob dein Deutsch auf dem B2-Niveau ist. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin und ich habe für dich heute 15 wichtige Vokabeln vorbereitet. Wenn du diese Wörter kennst, kannst du problemlos in Diskussionen mitreden und deine Meinung präzise ausdrücken. Wenn du alle 15 Wörter richtig raten kannst, dann hast du höchstwahrscheinlich schon das B2-Niveau erreicht. Bist du hier neu? Dann fragst du dich vielleicht, okay, aber wie funktioniert der Test? Ganz einfach. Ich blende dir hier immer die erste Seite der Flashcards aus meinem B2-Kurs ein. Dort siehst du eine Erklärung und einen Beispielsatz. Danach hast du 5 Sekunden Zeit, dich an das gesuchte Wort zu erinnern oder das gesuchte Wort zu raten. Dann blende ich dir die Lösung ein. Wie immer gibt es eine große kostenlose PDF-Datei mit dem ganzen Wortschatz, mit allen Erklärungen und einer Übung zu allen Vokabeln aus diesem Video. In der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar findest du den Link zu dieser Datei. Also lade sie dir herunter. Am Ende der Datei findest du auch den Lösungsschlüssel, um deine Antworten zu korrigieren bzw. zu kontrollieren. Lade dir die Datei herunter und es geht gleich direkt los. Zähle deine richtigen Antworten mit und schreibe deine Punktzahl am Ende unbedingt in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt. Bist du bereit? Dann geht es los. Wir beginnen mit den Nomen. Denk bei dieser Wortart auch immer an den korrekten Artikel. Also nicht nur an das Nomen, sondern auch an den Artikel. Das erste Nomen bezeichnet eine Person, die in einem bestimmten Berufsfeld qualifiziert ist, durch Ausbildung, Studium oder Berufserfahrung. Viele Unternehmen in Deutschland suchen dringend nach solchen Personen, denn es gibt einen großen Mangel. Nimm dir die nächsten ein paar Sekunden zum Nachdenken. Welches Wort kann es sein? Das ist ein Nomen. Na, ist dir das Wort eingefallen? Die Lösung ist die Fachkraft. Die Fachkraft. Wir gehen weiter. Das Nomen Nummer 2. Dieses Nomen ist ein anderes Wort für Bedingung. Bedingung. Zum Beispiel, Deutsch ist für viele Jobs in Deutschland eine wichtige... Na, welches Wort suche ich? Ein anderes Wort für Bedingung. Die richtige Antwort ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung. Deutsch ist für viele Jobs in Deutschland eine wichtige Voraussetzung. Vergiss nicht, deine Punkte zu zählen. Wir gehen weiter. Das dritte Nomen beschreibt, dass man einer Person Respekt zeigt und ihre Arbeit oder Leistung achtet. Das ist vor allem bei der Arbeit und in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr wichtig. Ich zeige dir hier noch einen Beispielsatz. Ein Lob vom Chef ist oft ein Zeichen von... Hast du eine Idee? Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit. Die Lösung ist die Wertschätzung. Ein Lob vom Chef ist oft ein Zeichen von Wertschätzung. Na, wie waren die ersten 3 Nomen? Hast du sie richtig geraten? Wenn du dein Deutsch verbessern möchtest und noch intensiver daran arbeiten willst, dieses Jahr endlich flüssiger und entspannter Deutsch zu sprechen,
dann schau dir unbedingt meine Intensivkurse an. Wir haben Intensivkurse für alle Niveaus von A1 bis C1. Dieses Video basiert auf dem B2-Kurs. Der B2-Kurs beinhaltet 8 große Lektionen, in denen du deinen Wortschatz, deine Grammatik verbessern kannst. In allen Intensivkursen gebe ich dir persönliches Feedback. Ich korrigiere alle deine Hausaufgaben und unterstütze dich auf deinem Weg zum nächsten Deutschniveau. Die Links zu allen meinen Intensivkursen findest du in der Beschreibung unter dem Video und in dem angepinnten Kommentar. Ich freue mich auf dich. Wenn du dich gleich anmeldest, dann stell dich unbedingt in den Kommentaren auf der Plattform vor. Ich schaue mir heute die Kommentare in allen Kursen an. Weiter geht's mit unserem 4. Wort. Nummer 4 ist ein langes Nomen. Es beschreibt, dass 2 Personen verschiedene Meinungen haben. Manchmal führt das zu Streit. Oft ist es aber auch eine normale Diskussion. Die Lösung lautet die Meinungsverschiedenheit. Hattest du es richtig? Wusstest du auch den korrekten Artikel? Ich habe dir am Anfang gesagt, der Artikel ist auch sehr, sehr wichtig. Hier war es ein bisschen einfach. Die Meinungsverschiedenheit. Warum einfach? Na, weil wir hier die Endung heit haben. Dann ist das Nomen immer feminin. Aber das weißt du bestimmt längst, oder? Das Nomen Nummer 5, das ist unser letztes Nomen. Es ist ein Synonym für die Perspektive oder die Sichtweise. Es beschreibt eine bestimmte Ansicht oder Position in einer Diskussion. Die Lösung ist der Standpunkt. Sehr gut, das waren die Nomen. Jetzt geht es weiter mit den Verben. Bei dieser Wortart ist es wichtig, dass du auf dem B2-Niveau auch an die richtigen Ergänzungen denkst. Was sind Ergänzungen? Ergänzung ist gleich die Objekte oder die passenden Präpositionen, die das Verb im Satz braucht. Na, schaffst du es? Berichte es mir in den Kommentaren. Das erste Verb, das ich suche, bedeutet das Gleiche wie etwas erlauben oder offiziell bestätigen. Zum Beispiel, der Chef muss deinen Urlaub zuerst. Denke jetzt ein paar Sekunden über die Antwort nach. Die Lösung ist genehmigen plus Akkusativ. Wie du siehst, dieses Verb braucht den Akkusativ. Wusstest du es? Nummer 7. Dieses Verb ist ein anderes Wort für produzieren. Zum Beispiel in der Fabrik werden Autos. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit. Die Lösung ist herstellen. Herstellen plus Akkusativ. In der Fabrik werden Autos hergestellt. Hast du es gewusst? Das nächste Verb ist ziemlich lang. Du benutzt es, wenn du der gleichen Meinung bist wie jemand anders. Einen Tipp habe ich noch. Das Verb braucht die Präposition mit. Die Lösung ist übereinstimmen mit plus Dativ. Natürlich brauchen wir hier den Dativ, denn du weißt, die Präposition mit wird immer vom Dativ gefolgt. Weiter geht es mit unserem vorletzten Verb. Es ist ein Synonym für zusammenarbeiten. Besonders in internationalen Projekten ist es wichtig. Dieses Wort kennst du bestimmt. Es ist ein Internationalismus. Das heißt, es ist auf vielen Sprachen ähnlich. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit. Das gesuchte Verb ist kooperieren mit plus Dativ. Genau wie das Verb davor brauchen wir hier wieder die Präposition mit und den Dativ. Hast du es gewusst?
Bevor wir uns die letzten 6 Wörter anschauen, habe ich eine Frage an dich. Hast du dir schon die kostenlose PDF-Datei heruntergeladen? Klicke jetzt auf den Link unter dem Video und lade dir die Datei herunter, um dir die Wörter noch besser zu merken und nach dem Video die Übung dazu zu machen. Das Verb Nummer 10, sich. Es ist ein reflexives Verb und dieses Verb bedeutet gemeinsam eine Lösung finden. Schau dir den Beispielsatz auf der Flashcard an. Die Verhandlungspartner konnten sich auf eine gemeinsame Lösung. Okay, du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, um die Lösung zu finden. Die Lösung ist sich einigen auf. Super! Jetzt fehlen uns nur noch die Adjektive. Bist du bereit? Dann geht es weiter. Das erste Adjektiv beschreibt eine Person, die ihre Arbeit schnell und gut macht. Auch dieses Wort ist ein Internationalismus. Es ist also gar nicht so schwer. Na, welches Wort ist es? Genau, die Lösung ist effizient, schnell und gut. Effizient. Nummer 12. Wenn etwas so wichtig ist, dass man darauf nicht verzichten kann, dann benutzen wir dieses Adjektiv. Ich gebe dir noch einen Tipp. Dieses Adjektiv endet auf da. Du hast wieder 5 Sekunden Zeit. Die Lösung ist unverzichtbar. Unverzichtbar. Kennst du das Wort? Ich bin schon sehr gespannt, wie viele Punkte du gesammelt hast. Das nächste Adjektiv ist ein Synonym für empathisch. Es beschreibt also eine Person, die gut versteht, wie andere sich fühlen. Es ist eine wichtige und gute Charaktereigenschaft. Versuche jetzt, dich an das Wort zu erinnern. Du hast 5 Sekunden Zeit. Das gesuchte Wort lautet einfühlsam. Einfühlsam. Weiter geht's mit unserem 14. Wort. Dieses Adjektiv ist ziemlich einfach. Es bedeutet ohne Grund. Was ist das Adjektiv von diesem Ausdruck? Grundlos. Sehr gut. Damit kommen wir schon zu unserem letzten Wort, Nummer 15. Wie du siehst, habe ich zum Schluss noch ein letztes langes Adjektiv für dich. Dieses Adjektiv benutzt du, wenn dich etwas zufrieden macht, wenn es also gut genug ist. Ein letztes Mal gebe ich dir noch 5 Sekunden Zeit. Na, bist du drauf gekommen? Das Adjektiv, das ich suche, ist zufriedenstellend. Ein kompliziertes Wort. Zufriedenstellend. Geschafft. Das waren alle 15 Wörter. Wie viele hast du gewusst? Schreib jetzt deine Punktzahl unbedingt in die Kommentare und vergleiche dich mit den anderen. Und vergiss nicht, den Link zur kostenlosen PDF-Datei mit allen Erklärungen, Beispielen und einer Übung findest du unten in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. So verpasst du keine weiteren Vokabeltests. Und es kommen noch neue Tests. Vielleicht sogar zum C1-Niveau. Oder C2. Mal schauen. Falls du weitere Vokabeltests haben möchtest, dann, du weißt, was du tun solltest. Schreibe mir einen Kommentar. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!